Oh, wir haben ganz, ganz viele spannende Verfahren und manche erreichen ja gar nicht das Licht der Öffentlichkeit. Die ganz großen Verfahren, das sind wenige. Die großen Urteile, die verkündet werden, haben ganz unterschiedliche Qualität. Wir beraten gerade intensiv über Steuerrecht. Das finden manche nicht so aufregend. Da werden aber wirklich Verteilungsentscheidungen getroffen. Das ist sehr, sehr interessant. Sicherlich aus meiner Perspektive auch mit dem, womit ich mich als Wissenschaftlerin beschäftigt habe, ist das Urteil zum dritten Geschlecht von großer Bedeutung. Das hat ja auch in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit gefunden. Und das ist im Grunde ein typisches Urteil für ein Verfassungsgericht, weil wir einer ganz kleinen Minderheit zur Anerkennung verholfen haben. Aber es ist ein Urteil, was auch davon lebt, dass man was davon versteht, dass man nicht Inter- und Transsexualität miteinander verwechselt, dass man weiß, wie es um Genderdimensionen in der Gesellschaft steht, dass man einfach sozusagen sehr kundig, möglichst kundig darüber nachdenken kann. Da hat sicherlich geholfen, womit ich mich beschäftigt habe. Da hilft, dass das Verfassungsgericht sehr divers zusammengesetzt ist. Aber da haben wir ein Urteil gefällt, was auch in der Welt so ein bisschen Avantgarde ist, aber hoffentlich den Menschen hilft und wohl insgesamt auch auf Zustimmung stößt. Das sind Fragen, die einfach sehr genau angeschaut werden müssen, was wir ja in allen anderen Gebieten verlangen. Wenn wir über Datenschutz reden, meinen wir auch, dass wir ganz genau hingucken müssen. Das gilt aber eben auch für Geschlecht. Nur dass bei Geschlecht ganz viele Leute meinen, sie wüssten schon, worum es geht, weil wir haben ja alle eins und Das ist ein Fehler und ein Gericht muss natürlich klug sein und auch hinhören, welche unterschiedlichen Problemlagen und Belange da eine Rolle spielen. Und bei Trans- und Intersexualität ist das ganz eindeutig. Transsexuelle Menschen sind Menschen, die sich sozusagen im Körpergeschlecht nicht zu Hause fühlen und eine andere sexuelle Identität wollen, in der auch gesellschaftlich anerkannt werden wollen, während intersexuelle Menschen von vornherein sozusagen mit gemischten Geschlechtsmerkmalen geboren werden und teilweise in dieser sozusagen dritten Identität, weder Mann noch Frau leben wollen, teilweise aber auch eine eindeutige Zuordnung wollen. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Wir aber als Verfassungsgericht da natürlich sagen müssen, wenn Menschen biologisch und hormonell und sozial sozusagen nicht in eine Box, in eine Schublade passen, die der Gesetzgeber macht, dann verspricht die Verfassung ihnen, dass sie trotzdem anerkannt werden, obwohl sie so anders sind als die Mehrheit. Die MeToo-Debatte ist selbstverständlich, würde ich sagen, eine ganz, ganz wichtige Debatte, die etwas ans Licht bringt, was schon lange ans Licht gebracht werden müsste, die in Deutschland weniger verfängt als in vielen anderen Ländern, aus dubiosen Gründen. Da wird vorgeschoben, es handle sich um eine moralistische Schlammschlacht. Das ist es nicht, sondern es ist die Thematisierung von Unrecht in hierarchischen Verhältnissen und sehr an der Zeit. Insofern hätte ich den Eindruck, die Bundesrepublik würde noch etwas mehr MeToo verkraften und dann müssten wir uns alle mal ernsthaft damit auseinandersetzen, wie in hierarchischen Verhältnissen, auch übrigens an Universitäten, mit sexuellen Übergriffen umgegangen wird, mit Abhängigkeiten umgegangen wird, mit Tabuisierungen umgegangen wird, wo Leute leiden. Insofern, die MeToo-Debatte ist eine wichtige Diskussion.